Hallo zu diesem Video, welches die folgenden Inhalte behandelt: ergänzende Fahrzeugklassen zu den bereits bekannten Fahrzeugklassen des Kraftfahrtbundesamt, Form und Funktion bzw. wie die sich gegenseitig beeinflussen, als auch Stärken und Schwächen der jeweiligen Fahrzeugklassen. Folgende Quelle liegt dem zugrunde, das ist der Wikipedia-Artikel Car Body Configurations. Hier können auch noch weiterführende Informationen gewonnen werden, wenn ihr diese Seite auch einfach mal aufruft. Die Seite ist auf Englisch, aber bietet einiges auch an weiterführenden Inhalten. Bevor wir jetzt uns mit den ergänzenden Fahrzeugklassen beschäftigen, möchte ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, ich stelle verschiedene Funktionsbereiche eines Fahrzeugs vor und gebe dafür ein paar Beispiele. Typischerweise spricht man da eher erstmal von einem One-Box-Design. One-Box bezeichnet einfach eine Box, die um das Fahrzeug herum gebaut wird. Und in dieser Box befinden sich dann der Motorraum, der Fahrgastraum als auch der Laderaum. Und die sind mehr oder weniger nicht voneinander getrennt. Beispiele sind hierfür dann typischerweise die Vans oder Minivans. Das verknüpft mit gezielten Fahrzeugen wäre zum Beispiel der Renault Espace oder der Renault Twingo der ersten Generation. Und hier steht ganz klar der Raum, der möglichst effizient genutzt werden soll, im Vordergrund. Wenn wir nochmal uns überlegen, welche Heckformen wir bereits angesprochen haben, dann haben wir da ja verschiedene Varianten bereits gehört. Das heißt, hier diese Heckform wäre das sogenannte Steilheck. Kommen wir zum nächsten Design, dem sogenannten Two-Box-Design. Hier ist es jetzt so, dass bei diesem Design der Motorraum, hier jetzt mit der grünen Box umrandet, klar abgetrennt ist von der zweiten Box, welche den Fahrgastraum und den Laderaum beinhaltet. Aber auch hier ist wieder kein Unterschied zwischen Fahrgastraum und Laderaum zunächst erkennbar. Beispiele hierfür ältere Modelle des VW Polos oder auch ein Saab 900. Und warum entscheidet man sich für dieses Design? Nun, hier liegt jetzt also die variable Nutzbarkeit oder auch die Zugänglichkeit zum Fahrgastraum bzw. auch Laderaum im Vordergrund. Wenn wir jetzt nochmal auch hier wieder auf die Heckform schauen, dann sehen wir jetzt hier das sogenannte Schrägheck. Das Schrägheck kann man auch bezeichnen als Fließheck oder im Englischen als Hatchback. Dann kommen wir zum letzten Design, dem sogenannten Three-Box-Design. Beim Three-Box-Design sind wir jetzt so, sage ich mal, in der klassischen Fahrzeuggestaltung. Hier ist es so, dass der Motorraum wieder mit einer Box getrennt ist. Diesmal auch der Fahrgastraum mit einer roten Box und ganz klar deutlich unterschieden vom Kofferraum hier mit der blauen Box dargestellt. Also 3 Boxen, Three-Box-Design. Gibt es viele Beispiele für. Eins, wo man das natürlich klassisch sieht, wäre jetzt zum Beispiel ein BMW E30, ja, also älteres Modell. Hier ganz klar immer mit diesem ausgeprägten Kofferraum. Und wenn wir hier einen Blick auf die Heckform werfen, dann haben wir hier jetzt das sogenannte Stufenheck. Stufenheck im Englischen wäre dann Notchback. Hier sind aber auch ganz klar andere Formen möglich. Das heißt, hier könnte auch ein entsprechendes Fließheck-Design verbaut werden, wie das ja auch durchaus sichtbar wird bei einem Coupé oder bei sportlicheren Fahrzeugen. Ja, man sieht schon, also hier finden wir jetzt auch diese beiden ergänzenden Klassen wieder. Das heißt, die Limousine typischerweise mit einer geschlossenen Form, im Innenraum 4 Sitze, 2 Sitzreihen sowie in der Regel auch 4 Türen und eine Heckklappe. Ja, es gibt natürlich auch Limousinen mit
6 Türen, ja, das ist aber nicht der Standard. Und Eigenschaften sind bei sowas natürlich dann eher ausgewogen. Standarddesign, während hingegen beim Coupé wäre es dann auch eine geschlossene Form, aber durch das Fließheck dann eher mit verkleinertem Innenraum, mindestens 2 Sitzen und auch 2 Türen. Ich würde sagen, das ist auch ein Merkmal, was ein Coupé auch ausmacht, dass es nur 2 Türen hat, wobei es hier natürlich auch ganz klar Abweichungen gibt, was letztendlich dann dazu führt, dass der Innenraum entsprechend verkleinert ist. Dann schauen wir nochmal auf eine weitere ergänzende Fahrzeugklasse, der sogenannte Kombi. Der Kombi hat jetzt wiederum die Eigenschaft, dass die Karosserie auch geschlossen ist, aber durch das Steilheck ein vergrößerter Innenraum entsteht. Der Innenraum hat mindestens 4 Sitze und in der Regel kennzeichnet er sich dadurch aus, dass diese hintere Sitzreihe umklappbar ist. Entsprechend sollte dann auch eine Heckklappe vorhanden sein, was in den Eigenschaften alles in allem sich dann als ein großes Ladevolumen bzw. viel Platz, einen großen Kofferraum darstellt. Kommen wir zu dem letzten ergänzenden Teil der Fahrzeugklassen, das sogenannte Cabrio bzw. auch Roadster oder Speedster. Hier ist es wiederum so, dass die Karosserie also diesmal eine offene Form hat, einfach weil das Dach optisch nicht vorhanden ist. Wir haben mindestens 2 Sitzplätze. Natürlich gibt es auch Cabrios mit 4 Sitzplätzen, Roadster genauso auch. Und wir sollten mindestens 2 Türen haben, wobei es hier natürlich auch wieder Abweichungen gibt. Eigenschaften wären hier wenig Kofferraum, sportliches Design, Freizeitauto, sowas in der Regel. Hier seht ihr eben nochmal einen Überblick über die Bauweisen nach Verwendungszweck und die Kategorien der Karosserie, des Innenraums, der Türen und der Eigenschaften. Kommen wir zum letzten Punkt, zu den Stärken und Schwächen. Wenn wir diese Designs uns angucken und jetzt haben wir ja gesehen, wie die Form und die Funktion sich gegenseitig beeinflussen, dann stellt das immer einen Kompromiss dar. Das heißt, wenn sich ein Kunde, ein Fahrzeughalter sich für eine sportliche Formsprache ausspricht, das also stark ausgeprägt ist, dann geht das in der Regel auch mit Schwächen einher. Und zwar geht der nutzbare Raum einfach runter, das heißt, er wird geringer. Es gilt also auch hier immer einen Kompromiss zu finden. Wenn man jetzt an dieser sportlichen Formsprache dreht, ja, also in den Bereich geringer geht, wird wahrscheinlich auch der nutzbare Raum höher werden und dieses Prinzip verfolgen die Designer, wenn sie sich ein neues Fahrzeug überlegen und dort muss eben der Kompromiss gefunden werden. Diese sportliche Formsprache und der weniger nutzbare Raum wirkt sich auch auf die Aerodynamik aus, die ist dann typischerweise hoch und wenn euch hier interessiert, was die Einflüsse auf die Aerodynamik genau sind, dann schaut gerne mal in das nächste Video rein, da werden genau solche Unterschiede auch nochmal dargestellt. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann bitte ich euch, das in die Kommentare reinzuschreiben und freue mich, wenn ihr das nächste Video euch dann auch noch anschaut.